Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Workshop über Akustikgitarren-Sounds auf dem XFX2. So klingt meine Gitarre, schöne Gitarre von Johannes Striebel, Peter Autschbach Modell, 12 Fret, die klingt so. Und übers XFX klingt die Gitarre so. Das ist ein Sound, den ich meistens live spiele und auch im Studio verwende. Und ich erkläre euch jetzt mal, wie ich den zusammengebastelt habe. Dazu muss ich zunächst mal kurz die Gitarre erwähnen. Ich habe auf der Gitarre ein Shadow-System, hexaphonisch. Hexaphonisch bedeutet, 6 Saiten werden einzeln mit 6 Preamps abgenommen. Dieses System gibt es seit einigen Jahren. Ich bin sehr glücklich damit, weil man kann dort jede Seite einzeln in ihrer Lautstärke regeln und man kann auch die Saiten nach links und rechts im Panorama verteilen. Und das habe ich ganz leicht gemacht. Das heißt, meine hohen Saiten kommen eher auf dem rechten Kanal und die tiefe Seite kommt eher auf dem linken Kanal. Und das ist sehr gut für einen breiteren, volleren Gitarrenton. Und da das so ist, muss ich natürlich auch mit einem Stereokabel aus der Gitarre raus und dann Stereo auch ins XFX rein. Das ist natürlich ein kleines Problem. In Zusammenarbeit mit dem XFX hat der Fronteingang nämlich keinen zweiten Eingang für ein zweites Stereosignal. Das heißt, man muss den rückwärtigen Input benutzen, den Input 2. Und um den Input 2 im XFX betreiben zu können, muss man einen kleinen Trick verwenden. Und zwar habe ich das hier, ich erkläre euch das mal am Xedit, einen Effektloop eingebaut. Und dieser Effektloop, der sorgt dafür, dass die Gitarre auf jetzt hier in dem Fall Kanal 2 und 4 verteilt wird, links und rechts. Und dann wird das Signal erst über den Input 2 überhaupt aufgenommen und dann in das Gerät eingespeist. Und dann, manchmal benutze ich ein Gate, aber jetzt in dem Fall nicht, habe ich 2 Amps. Der eine versorgt dann das linke Signal und der andere das rechte Signal. Und in dem Amp-Block habe ich dann den Tube Preamp benutzt, den ich sehr, sehr mag für akustische Gitarre. Und die Klangeinstellung ist eigentlich recht linear. Da habe ich gar nicht viel gemacht. Und dann natürlich dieser Amp, der läuft jetzt nur auf dem linken Kanal. Und dieser Amp, der ist dann von der Einstellung her identisch fast und der läuft jetzt über den rechten Kanal. Und beides wird dann zusammengemischt und hier dieser grafische Equalizer, der empfängt jetzt das Signal von beiden Amps links und rechts. Und der arbeitet jetzt auch Stereo, das merken die Effektblöcke von selbst, ob sie Stereo oder Mono angefahren werden. Und der ist jetzt eben Stereo. Und da sieht man, ich habe einen leichten Equalizer hier drauf gemacht, die Höhen etwas abgesenkt und bei den Bässen etwas dazugegeben, damit es voller klingt. Und das macht aber noch nicht den eigentlichen Gitarrensound. Den eigentlichen Gitarrensound bearbeite ich vor allen Dingen mit parametrischen Equalizern. Da sieht man, hier ist einiges am Start bei diesem parametrischen Equalizer. Da werden einige Frequenzen abgesenkt, die mich gestört haben im Sound. Und wie man das macht, erkläre ich euch später. Ich habe noch einen zweiten parametrischen EQ, da sind dann auch so problematische Frequenzen, die ich eben nicht hören wollte. Und die habe ich dann fast punktförmig rausgedreht. Und dann gibt es noch ein ganz wichtiges Detail in meinem Sound, ist der Chorus. Das ist in dem Fall jetzt hier der Quad-Chorus. Und da habe ich gar nicht viel verändert, der gefiel mir schon von Werkseinstellungen her sehr gut. Und dann gibt es natürlich Hall. Beim Hall gibt es eine ganz wichtige Sache, die ich sehr mag. Das habe ich von Ralf Illenberger gelernt, das hat er mir mal erklärt und ich mag das sehr. Das war ein guter Tipp. Nehmt das Pre-Delay weg. Das ist nämlich was, das macht euren Sound diffus und ihr müsst dann weniger Hall nehmen und wenn ihr viel Hall benutzen wollt,
dann nehmt am besten kein Pre-Delay. Also mir gefällt das auch viel besser, ohne Pre-Delay. Ja, und dann eben Hallzeit ist jetzt in dem Fall 3,76 Sekunden, was relativ lang ist. Man hört jetzt also sehr viel Hall. Aber das ist im Gesamtzusammenhang dann hinterher sehr angenehm, weil gerade der Hall das sehr groß macht, das Signal. Und das ist so mein Setup für die akustische Gitarre. Das Stereosignal wird über die grafischen Equalizer angepasst und mit Chorus und Hall veredelt und dann kommt das dabei raus. So, ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn ich die einzelnen Effekte ausschalte. Wenig Sinn macht das bei dem Effektsloop, weil wenn ich das ausschalte, kommt gar nichts mehr. Bei den Amps ist es ähnlich, dann kommt auch nicht mehr viel. Man könnte jetzt hergehen und könnte andere Amp-Einstellungen, andere Verstärker da rein, aber ich bin mit dem Tube Pre für die Akustikgitarre sehr, sehr zufrieden. Deswegen müssen wir das gar nicht machen, an den Amps rumfummeln. Ich schalte mal den grafischen Equalizer aus und dann hört ihr mal im Vergleich, das ist der Sound mit Equalizer. So ist es ohne. Ist natürlich klar, auch die Anhebung der Bässe sorgt natürlich auch für einen Lautstärkeunterschied dann zum mit oder ohne Effekt. Das hier ist jetzt der Sound mit Chorus. So ist es ohne Chorus. Es schwebt halt mehr mit Chorus. Das ist jetzt der Sound mit grafischem Equalizer 1. So ohne. Schon ein Unterschied, das macht was aus. Wieder an. Jetzt mache ich mal den zweiten Equalizer aus und an. Erstmal mit Equalizer. Manchmal nur Details, das sind bestimmte Frequenzen, die auf der Bühne nerven, die ich dann wegdrehe. Das heißt, dass der parametrische Equalizer ist für mich fast das machtvollste Instrument zum Einstellen eines Akustikgitarrensounds. Deswegen würde ich euch das gerne auch später noch ausführlicher erklären. So ist der Sound mit Hall. So ist der Sound ohne Hall. Hall muss sein. Machen wir schnell wieder an. Genau. Ich erkläre euch mal, wie ich den parametrischen Equalizer einsetze. Und zwar geht es mir damit hauptsächlich um entweder die Hinzufügung und vor allem auch die Eliminierung von störenden Frequenzen. Das erfordert ein bisschen analytisches Hören, dass man Frequenzen rausfiltern möchte, weil man muss dann anhand eines Sounds so ein bisschen auch auf die einzelnen Frequenzanteile hören. Das kann man auch trainieren. Und ich erkläre euch das jetzt mal anhand eines leeren parametrischen Equalizers, den ich hier eingebaut habe. Und ich gehe jetzt mal auf Band 2 und 4, da haben wir hier Peaking. Peaking heißt, ich kann mit diesem Effekt eine ganz bestimmte Frequenz anheben oder absenken. Und jetzt gibt es 3 Regler. Und diese 3 Regler, die senken nicht ab oder heben an, sondern diese 3 Regler haben komplett unterschiedliche Funktionen. Und die muss man verstehen. Wenn man die nicht versteht, dann kann man da rumdrehen bis zur nächsten Eiszeit, man wird zu keinem befriedigenden Ergebnis kommen. Es gibt den wichtigsten Regler, das ist der erste Regler, der die Frequenz anwählt. Wenn ich jetzt spiele, drehe an diesem Regler, passiert nichts. Und das heißt nicht, dass der parametrische Equalizer nicht taugt, sondern der zweite und dritte Regler, die sind nämlich zurzeit außer Funktion.
vor allen Dingen der dritte. Der zweite hat schon eine Funktion, aber der dritte nicht, weil der steht hier auf 0 dB. Das heißt, dieser parametrische Equalizer tut gerade gar nichts. In dem Moment, wo ich jetzt anfange, was anzuheben, dann sehe ich auch hier anhand des Frequenzbilds, da hebt er in der Mitte was an. Da sieht man auch, dann fängt schon an, ganz komisch zu klingen. Und jetzt kann man diese Frequenz einengen mit Hilfe des Q-Reglers. Je weiter ich hier hochgehe, desto punktförmiger wird der Eingriff ins Frequenzspektrum. Je weiter ich den nach links drehe, desto breiter wird der Eingriff ins Frequenzspektrum. Und wenn man punktförmig Frequenzen sucht, die einen stören, dann geht man weit hoch, sodass der Peak ganz stark auf eine Frequenz beschränkt bleibt. Und dann könnt ihr mit dem Frequenzband, wenn ihr jetzt an dem Regler dreht, dann tut sich was. Das klingt fast wie, als würde einer Maultrommel spielen im Hintergrund. So, und dann kann man dann natürlich sagen, okay, wo ist die Frequenz, die mich am meisten stört? Zum Beispiel, ich höre jetzt ganz laut das D hier. Wenn ich den G-Dur-Akkord spiele, im Sound ist das D jetzt sehr präsent. Das will ich vielleicht gar nicht haben. Also gehe ich jetzt mit dem Gain-Regler runter und nehme genau von dieser Frequenz was weg. Je nachdem, wie stark man das jetzt macht, das ist jetzt das Instrument, mit dem ihr diese Frequenz anheben oder absenken könnt. Und wenn ihr die jetzt ganz rausdreht, zum Beispiel, dann würde man von diesem D kaum noch was hören. Und so geht man da vor mit dem parametrischen Equalizer. Und nehmen wir mal an, ihr seid jetzt auf der Bühne und habt Feedback auf einem ganz bestimmten Ton oder ihr merkt irgendwie, ihr spielt was und da ist irgendein Ton plötzlich, der reagiert ganz besonders stark, dann könnt ihr diese Frequenz suchen mit dem Frequenzregler, aber ihr könnt nicht suchen, solange ihr hier nicht gesagt habt, ich möchte diese Frequenz anheben. Das heißt, nur bei Aktivierung des Gain-Reglers in positiv oder negativ haben diese beiden Regler überhaupt irgendeine Funktion. Und dieser Frequenzregler ist eben genau der Regler, der dann sagt, welche Frequenz möchte ich anheben und welche absenken. Und der Q-Regler ist der euch sagt, wie breit möchte ich das haben. Meistens klingt es sehr unnatürlich, wenn man wirklich nur die eine Frequenz rausdreht. Es sei denn, man stellt auf der Bühne fest, da ist wirklich nur der eine Ton, der nervt, und dann dreht man den eben weg. Und das habe ich halt gemacht bei meinem parametrischen Equalizer, den ihr jetzt hier seht. Da seht ihr, ich habe also alle Frequenzbänder benutzt, um ganz bestimmte störende Frequenzen rauszufiltern, und das hat sich in der Praxis sehr bewährt, und man muss dann suchen. Und das am besten bei Bühnenlautstärke. Das heißt, das kann man im Wohnzimmer eigentlich gar nicht einstellen. Das muss man wirklich, wenn man im Ernstfall da sitzt und spielt, den Ernstfall laut, so wie man eben auf der Bühne sitzt und möchte spielen. Und da merkt man, was man rausdrehen muss. Ihr seht hier bei dem Para-EQ 1 habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Frequenzen rausgedreht. Das ist, dann ist der erschöpft. Ich habe nur Band 1 bis 5. Deswegen habe ich noch einen zweiten, und dann gab es eben noch Bassfrequenzen, die auf der Bühne Feedback gemacht haben. Und die habe ich dann auch noch weggedreht. Und ja, das erspart einem dann auch die Benutzung eines Feedback-Busters. Das sieht auch schöner aus, wenn da nichts im Schallloch ist. Und seitdem habe ich auch überhaupt keine Probleme mehr auf der Bühne mit Feedback, seitdem ich diesen Para-EQ benutze. Ja, es gibt also eigentlich den grafischen EQ, der so das Geschmacksbild meiner Klangvorstellung widerspiegelt. Die Höhen, die stören mich leicht, weil das ist ein Piezo-Tonabnehmer und die Höhen klingen oft künstlich. Deswegen habe ich da bei 3, 4, 8 Kilohertz jeweils was runtergenommen. Die Bässe habe ich leicht angehoben, damit man einen wärmeren Klang hat. Das ist so eine Sache, die eben so den Grundsound definiert.
Und mit den Para-EQs kriege ich dann die problematischen Frequenzen in den Griff. Das ist genau das, was dann auf der Bühne für den Tod sorgt, wenn die dann plötzlich anfangen, sich einzumischen. Ja, das ist jetzt Bariton-Gitarre, selbstverständlich auch übers XFX. Ihr hört mal den Sound. Jetzt einfach den Sound kopiert von meiner normalen Akustikgitarre und dann dementsprechend die parametrischen Equalizer angepasst. Die sind jetzt halt anders eingestellt, weil andere Frequenzen mich gestört haben. Und auch, ja, diesmal habe ich sogar 3 parametrische Equalizer benutzt. Und gerade die Bariton-Gitarre hat mir auf der Bühne ja, da sind mir bestimmte Frequenzen dann doch um die Ohren geflogen. Das ist halt ein schwingungsfreudiges Instrument, aber das kriegt man so gut in den Griff mit diesen parametrischen EQs, das macht einfach nur Spaß. Ja, und der grafische Equalizer ist ähnlich eingestellt wie bei meiner normalen Akustikgitarre. Auch die Amps, das ist alles sehr ähnlich. Auch Tube Pre, gleiche Einstellung. Auch Johannes Striebel. Ich spiele eigentlich fast nur noch Striebel. Bei meinen früheren XFX-Videos hat man mich oft nach meinem Jazz-Sound gefragt, weil genau das hat viele Leute interessiert, mit welchem Amp spiele ich da, und das möchte ich euch auch kurz erklären. Es ist einfach auch der Tube Pre. Und da habe ich natürlich die Höhen leicht abgesenkt. Und die Mitten und Bässe auch ebenfalls leicht abgesenkt. Es gibt keinen High-Cut. Und dann mit dem parametrischen Equalizer halt auch leichte Veränderungen vorgenommen bei den verschiedenen Frequenzbändern. Der grafische Equalizer hebt hier eher die Mitten an, als sie abzusenken. Und dann gibt es ein Delay, was bei 333 Millisekunden liegt, und Hall. Ich zeige euch mal meinen Schweller-Sound, der ist hier mit der Larivé Lautsprach-Model-Gitarre, da ist meine Unterschrift, steht wahrscheinlich jetzt auf dem Kopf, ist der mit der Pick-up-Position, die zweite von hinten, was ist das dann, Steg und Mittel-Pickup zusammen. Und ich führe euch mal den Sound vor. Da ist jetzt einiges am Start an Effekten. Wir haben hier als Amp den USA Clean 1 und die Höhen angehoben, die Bässe leicht abgesenkt, und das ist jetzt eigentlich ein relativ normales Setting. Kompressor ist drauf, der dafür sorgt, dass es etwas mehr nach vorne kommt. Dann haben wir einen parametrischen Equalizer, der hier vor allen Dingen in der Frequenz 3322 Hertz absenkt, ganz stark sogar. Dann gibt es einen grafischen Equalizer, der ganz extrem die Höhen featuret. Der Chorus, der ist diesmal digital Stereo, und ansonsten nehme ich an, dass es die Werkseinstellung ist. Der gefiel mir auch ganz gut. Und dann kommt
das Delay. Ganz wichtig, sehr viel Delay. In Kombination, das sorgt dann für diesen riesengroßen Raum, der dann da entsteht, wenn ich das mit dem Volumenpedal reintrete. Zu dem Modifier kann ich auch kurz was sagen. Den Punkt, an dem ich das Volumenpedal eingeschliffen habe, den habe ich jetzt bei dem grafischen Equalizer auf den Output gelegt. Und das hat den Vorteil, dass der Hall und das Echo stehen bleibt, wenn ich wieder weggehe. Wenn man das Volumenpedal ganz normal betreibt, wie es eigentlich vorgesehen ist, dann gehen alle Effekte und alles weg, sobald man die Lautstärke wegnimmt. Und hier, wenn ich jetzt mit dem Volumenpedal reintrete und wieder wegnehme, bleibt Hall und Echo stehen und die Gitarre ist weg. Das ist der große Vorteil. Ich habe dann hier so einen leichten Bogen reingebaut in die Kurve, wie der da das jetzt reinfährt. So dass es möglichst sich natürlich anfühlt bei Betreiben des Volumenpedals. Crunch Sound. Da geht es natürlich nicht mehr ohne Cap, ohne Lautsprechersimulation. Erstmal zum Amp. Ich habe hier Brown Amp benutzt, Brit Brown. Und eigentlich Klangeinstellungen relativ normal gelassen. Das Cap habe ich dieses Santiago Cap benutzt und es gibt grafischen Equalizer, der bestimmte Frequenzen rausfiltert. Es gibt ein Delay, was ich ganz wichtig finde. Beim Delay ist es so, dass dieses Tempo von 313 Millisekunden etwa, plus minus, sag ich mal, 10, 20 Millisekunden, das ist so ein schönes Feldwald- und Wiesen-Delay, was nicht stört. Und ich mache immer eine Wiederholung und dann eine zweite Wiederholung, die noch leiser ist als die Wiederholung. Und die vierte Wiederholung soll eigentlich schon untergehen im Hall. Das heißt, Feedback ist gar nicht so weit aufgerissen bei dem Delay. Und das stört nicht. Auch wenn ihr schnelle Töne spielt, das Delay hört man dann eher, wenn man aufhört zu spielen. Und dann gibt es parametrischen Equalizer. Da habe ich doch wieder ins Frequenzbild eingegriffen. Und natürlich Hall, in dem Fall großen Hall, auch 3,4, circa 3,4 Sekunden. Kann man mit Hals-Pickup oder mit Steg-Pickup schön spielen. Ich kann den schön dynamisch spielen, leise spielen und dann wirklich fast noch clean. Und dann, wenn man Gas gibt, kommt dann auch schon richtig Dampf. Schöner, knuspriger Crunch-Sound. Dann gibt es den etwas heftigeren Rock-Sound. Da ist dann natürlich mehr Gain am Start und dann macht er natürlich auch Lärm. Dieser Sound, wenn ich jetzt das Gate hier rausnehme, dann macht er doch schon ganz schön Rauschen dazu. Das Gate eliminiert das total und ihr könnt trotzdem ganz normal spielen, das ist sehr, sehr angenehm. Und dann haben wir als Amp hier den USA Lead Bright, USA Lead Bright. USA Lead Bright. Ja. Bass weggenommen, ziemlich stark sogar. Als Cap seht ihr hier 4x12. Parametrischer Equalizer, nur eine Frequenz, ganz leicht bearbeitet. Grafische Equalizer nimmt viel weg, viel Bass auch. Und die Höhen.
Dann gibt es dasselbe Delay, etwas länger diesmal, 341 Millisekunden. Und als Hall 2,9 Sekunden. Etwas kürzer als bei dem Crunch Sound. Viele Leute fragen mich, ja, du spielst das XFX, ich habe einen Röhrenverstärker, ich schwöre auf meinen Röhrenverstärker mit Bodentretern. Meine Meinung dazu ist so, wenn ihr einen wohlklingenden Röhrenverstärker habt und stellt den auf die Bühne und ihr spielt das Ding, ohne den an die PA anzuschließen, einfach so, das Ding steht neben dem Schlagzeug, der schaukelt euch die Eier, das ist so, das ist einfach toll. Und das kriegt man natürlich nicht so ganz genau kopiert. Aber je größer die Bühne oder im Studio, irgendwie muss das Ding entweder auf die Festplatte oder aufs Band oder eben auf die PA. Und dann habt ihr schlechte Karten mit eurem teuren Röhrenverstärker, denn dann muss da ein Mikrofon davor. Welches Mikrofon nehmt ihr und was passiert alles im Signalweg, bis das dann endlich draußen auf der PA landet? Wo steht das Mikro? Welche Übersprechungen kommen da drauf? Und so weiter und so weiter. Und ich habe festgestellt, dass das XFX für mich immer besser klingt, als jeder abgenommene Amp über die PA dann klingt. Das heißt, das ist ja im Endeffekt, was hört das Publikum? Dass man selber vor dem Amp steht, das kann natürlich sein, dass man dieses braucht. Auch viele Pianisten spielen gerne mit einem Konzertflügel und der wird dann über die PA verstärkt. Das ist natürlich was anderes, als ein Keyboard zu spielen. Aber der Sound letztendlich, würde ich immer sagen, da gewinnt das XFX, sobald das weitergeleitet wird. Egal ob jetzt in den Computer oder über die PA für live. Ja, als ich mein erstes XFX hatte, wie habe ich die Sounds gefunden? Ich habe natürlich von Null angefangen. Ich habe wirklich diese ganz normale Linie genommen und dann erstmal einen Amp ausgesucht, der mir gefällt. Und dann diesen so eingestellt, bis der mir gefiel, der Sound. Und dann habe ich bestimmte Sachen festgestellt, die dann noch als Modifikationen erforderlich sind, Equalizer oder eben parametrischer Equalizer, und dann natürlich mein Delay musste ich einstellen und meinen Hall, und alle diese Dinge habe ich dann quasi von Null aufgebaut, habe also keine Werksounds verändert, weil die sind manchmal so komplex, da ist es für mich dann mehr Arbeit rauszufinden, was hat der jetzt da programmiert und wie kriege ich das wieder weg, als jetzt einen Sound von Null aufzubauen.